100-mal versprochen und vergessen. Schwören Sie auf der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Ich schwöre auf die... was haben Sie gesagt? Wie war das? Auf was schwöre ich? Ich schwöre auf meinen McDonalds-Gutschein in der Hosentasche. Berichtsheft schreiben. Ist es digital wenigstens? 52 Wochen. Diese Woche war Weihnachten. Ich habe den neuen fernsteuerbaren Truck von Tyco RC bekommen und damit einen Hund überfahren. Ende. Ist so, hab auch mein drittes Gehalt bekommen. Ich habe mir einen Lamborghini gekauft. Ja, ich habe nur 2000 Euro gezahlt, den Rest hat meine Mom bezahlt. Ist nichts Besonderes. Habe ich Infos, was geplant ist in Flive auf Monatssicht oder so? Spekulationen gehen auch. Offizielle Infos habe ich keine, nein. Und Spekulationen, also meine aktuelle Spekulation ist, beziehungsweise war, dass das Update eigentlich im August kommt, das nächste Update. Oder zumindest angekündigt wird. Aber wie du siehst, wir haben heute den 30. August. Morgen ist der 31. und das ist ein Samstag. Also am Samstag wird bestimmt nichts angekündigt. Und das heißt, diese Prediction war schon mal falsch. Wobei man halt sagen muss, es war eigentlich auch gar nicht wirklich so eine krasse Prediction. Also eigentlich war es überhaupt keine richtige Prediction. Weil sie haben halt gesagt, dass das nächste Update kommt zu Beginn des zweiten Halbjahres. Und ich weiß nicht, was die definieren als Beginn des zweiten Halbjahres. Also für mich ist das halt der erste, vielleicht noch der zweite Monat. Die ersten 2 Monate von einem Halbjahr. Also Januar, Februar oder Juli, August sind das quasi. Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt bei Ende August, basically September. Und das Update wurde nicht angekündigt und released wurde es natürlich auch nicht. Also es wurde weder angekündigt noch released. Also keine Ahnung, was Sie darunter verstehen, Beginn des zweiten Halbjahres, aber offensichtlich was anderes, als jeder andere Mensch versteht. Und, ja. Also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall im September angekündigt werden und eigentlich auch released werden muss, weil das wäre sonst wieder übelst der Joke, das wäre sonst die gleiche Situation wie damals mit dem Herbst-Update, das hast du ja wahrscheinlich mitbekommen. Wo sie gesagt haben, Update im Herbst und dann kam es einfach im März. Haben sie es ein halbes Jahr später gebracht fast. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja nicht, also das Problem, also ich weiß gar nicht, wie solche Firmen denken oder keine Ahnung. Bei Gala ist das auch immer so ein Sonderfall, weil die verhalten sich auch nicht wie sonstige Firmen. Aber ich verstehe halt einfach die Denkweise nicht dahinter, wenn du etwas ankündigst für einen gewissen Zeitraum und dann machst du es aber einfach nicht. Und ich meine, da denke ich mir halt so, wenn es so unsicher ist, wenn es so, keine Ahnung. Ach scheiße, ich habe schon wieder einen Disconnect. Wenn es so unsicher ist, wenn es so schwierig ist, so viel Arbeit ist, whatever, ja, dann kündigst du dich halt einfach nicht an. Weißt du, dann sage ich einfach nur, ein Update ist in Arbeit und fertig. Aber nein, sie sagen halt einen spezifischen Zeitraum oder ungefähr irgendwas und reiten sich damit ja im Endeffekt auch selber einfach in die Kacke. Einfach sinnlos. War nicht was mit japanisches Halbjahr oder so damals? Nein, da geht es um das Geschäftsjahr. Das hat damit nichts zu tun. Nein, es sind einfach nur falsche, also nicht falsche Versprechungen, aber halt einfach sinnlose Ankündigungen. Sinnlose Ankündigungen, falsche Formulierungen, whatever. Aber ich meine, sie haben halt schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, deswegen hätte ich halt gedacht, die machen einfach nie wieder so spezifische Angaben. Oder in Anführungszeichen zu spezifische Angaben. Und dann haben sie es wieder gemacht und als wären sie verflucht, schaffen sie es jetzt wieder nicht, sich daran zu halten. Also jedes Mal, wenn sie eine Angabe machen, wann ein Update kommen soll,
können sie es nicht einhalten aus irgendeinem Grund. Und wenn sie nichts sagen, dann weiß ja sowieso keiner, wann es hätte kommen sollen oder für wann es vielleicht geplant gewesen wäre. Irgendwie, keine Ahnung, voll komisch. Versteht kein Mensch. Was ich mir halt vorstellen könnte, warum es halt delayed ist vielleicht, weil das Update vom Inhalt her zu schlecht war. Zu wenig Content oder so. Ich glaube, die Sachen, die sie bestätigt hatten, war irgendwie neue Rainbow Race Strecken, neuer PvP-Modus und sowas. Also so voll die, naja, also ich würde sagen absolute Kleinigkeiten, halt keine Sachen, die ich jetzt als großes Update verkaufen würde. Also das kann man nicht als großes Update verkaufen, das, was die da genannt haben. Wahrscheinlich ist ihnen das vielleicht, oder vielleicht ist ihnen das auch bewusst geworden. Sie haben realisiert, naja, wenn wir das jetzt als großes Update pushen, kriegen wir wahrscheinlich auch nur Hater für ab. Oder halt, keine Ahnung, lässt sich halt so schwierig verkaufen, weil es halt einfach nicht, es ist halt, da ist einfach keine Substanz dahinter. Da ist kein echter neuer Content drin. Das ist einfach nur Erweiterungen von Sachen, die sowieso schon existieren. Oder so, keine Ahnung. Also das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass sie dann gesagt haben, naja, jetzt müssen wir noch irgendwas mit reinbringen, irgendwie vielleicht einen neuen Dungeon oder so. Dass man zumindest sagen kann, naja, das ist schon neu, das ist brandneu, das ist schon cool. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie so. Dass es jetzt deswegen wieder länger dauert. Oder halt wegen am FEC, dass es sich deswegen verzögert, aber dass der FEC stattfindet, das wussten die ja schon voll lang. Also das haben die auch ewig lang geplant, also das kann eigentlich auch nicht daran liegen. Vor allem kam das Q&A mit den Infos zu diesem Update, das ich gerade gesagt habe. Die kamen, nachdem der FEC gestartet hat. Also, da kannst du den FEC noch nicht wirklich als Ausrede benutzen, weil du wusstest ja haargenau, dass der kommt, dass er da sein wird und dass er Arbeit machen wird. Aber, wie gesagt, genaue Infos habe ich nicht. Das sind alles nur Spekulationen. Meine eigenen Gedanken. Und da ist die Level Up Nation. Let's go. Ashes of Creation, glaube ich, nächstes Jahr releasen soll. Ashes of Creation hat, glaube ich, jetzt gerade eine Alpha. Und im November oder so nochmal. Dann 2 Beta-Tests. Das soll, glaube ich, nächstes Jahr irgendwie um diese Zeit releasen. Das soll ja das größte und krasseste MMORPG aller Zeiten werden. Ja, wenn wir das noch nicht, 20 Mal gehört haben, dann weiß ich auch nicht. Ist zwar kein MMORPG, aber es ist schon crazy, wie viele Games so floppen, obwohl so viel Kohle und so viel Zeit reingesteckt wird. Ist richtig krank. Mach einfach die echte. Die eine oder keine andere 8-Char-Taktik. Ich liebe meine 8-Char-Taktik. Für keine andere 8-Char-Taktik würde ich wieder gehen. Mit keiner anderen 8-Char-Taktik würde ich wieder schlafen gehen. Bruh. Die echte, die einzig wahre. Du hast es erfasst, Marius. Alles unter 300 Euro ist Free-to-Play. Nein, Jax, Free-to-Play heißt kein Geld ausgeben. Ab 1 Cent bist du nicht mehr Free-to-Play. Free-to-Play-Spieler sind vergleichbar mit faulen Arbeitslosen. Schau, genau das meine ich. Diese dreckigen Casher können es einfach nicht lassen. Schon wieder machen sie ihr Maul auf. Bruh.